Hallo und herzlich willkommen bei unserer ersten Spezialfolge von Pixel Buddies. Ich freue mich, euch alle zu begrüßen, die Zuhörer da draußen oder Zuschauer, wenn ihr bei YouTube oder bei Spotify sogar seht, habe ich bei unserer Episode 0 gesehen, dass man bei Spotify tatsächlich auch Videos hinterlegen kann, das wusste ich gar nicht. Auch wieder was gelernt. Und ich bin heute mit dem Dennis und mit dem Michi am Start für die Sonderfolge Meilensteine in der Videospielgeschichte, wo wir überlegt haben, wir können ja mal ein bisschen darüber reden, welche Spiele wirklich einen sehr großen Impact hatten in der Videospielgeschichte, die wirklich auch Videospiele verändert haben, wie wir darüber denken oder wie sie entwickelt wurden oder auch wie die Community darauf reagiert. Wir haben ein paar Spiele vorbereitet. Wir werden darüber ein bisschen reden nacheinander. Jeder kann so ein bisschen picken, weil wir haben sehr viel auf der Liste. Es gab tatsächlich sehr viele Spiele, die einen großen Einfluss hatten. Sollte man gar nicht denken, wenn man über Meilensteine redet, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Videospiele. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt einfach mal nacheinander durch. Und ich würde mal vorschlagen, Michi, willst du anfangen mit einem Pick? Ich soll anfangen, okay. Ähm, Was nehmen wir denn? Also, ich hatte, glaube ich, Pong zuerst geschrieben, aber ich habe tatsächlich Pong nie gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei euch da aussieht. Nee, zumindest nur irgendwelche Klone vielleicht mal. Ja, genau. Ja, Aber nie die reale Erfahrung auf einer Magnavox Odyssey auf einem Röhrenfernseher. Die hatte ich leider nicht mehr. ja, das ist auch so der Vorreiter für alle anderen möglichen Spiele, ne? Wie auch Tetris oder Space Invaders. Das war das erste Spiel, was man dann auch gegenseitig gegeneinander spielen konnte auf dem Fernseher zu Hause. Irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau funktioniert hat. Also ich weiß, dass die Magnavox auf jeden Fall Controller hatte. Die hat noch so einen Drehregler, womit man die einzelnen Pedals hoch und runter bewegt hat. Und ja, ich glaube, es hat sowieso mit 1 gegen 1 angefangen, weil KI war ja noch nicht, also das Ding war ja noch nicht schlau genug und so weit war man noch nicht, dass man tatsächlich einen virtuellen Gegner, eine KI quasi haben konnte, gegen die man gespielt hat. Ja. Und ich weiß noch, dass es in dem Paket tatsächlich Folien gab, die man über den Fernseher kleben konnte. Einfach einen grünen Hintergrund, dann war das Fußball und mit einem braunen Hintergrund, dann war es Tennis. Und das war quasi die Wandlung des Spiels, die Grafik quasi auf einer Folie, die du vor den Fernseher gehangen hast. Ja. Ja. Was da halt richtig krass war, ist eigentlich, wenn man überlegt, wie viele Pong-Konsolen es gab. Ja, die Magnavox ist, sag ich mal, so die erste richtige Heimkonsole gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, die Magnavox Odyssey. Aber es gab ja zig Pong-Konsolen, also wirklich, wo nur Pong lief, nichts anderes. Nintendo übrigens tatsächlich auch, die haben damals auch schon Pong-Konsolen gemacht. Und das ist ja eigentlich so das Krasse, dass man zu Hause das dann spielen konnte. Arcade-Maschinen gab es ja schon. Und dann auf einmal, oh, du kannst zu Hause und Magnavox dann mit diesen Overlays auch noch. Da gab es ja sogar Roulette für die Pong, also für die Odyssey mit dem gleichen, wie Pong funktioniert. Du hast dann quasi einfach dieses Rädchen wild rumgedreht und geguckt, wo das landet auf diesem, auf diesem Teil, was du da drauf klebst. Total irre. Ja, so mehrere Spielmodi, eben Tennis gab es, eben das klassische Pong. Es gab auch hier, wie heißt nochmal, das Spiel, wo du gegen die Wand spielst. Also das echte Beispiel. Squash. Ja, Squash. Genau, ja. Squash gab es dann auch, da hattest du so eine Wand und sowas, wo du gegen gespielt hast. Es gab ja auch keine Counter oder sowas, das heißt, du musstest selber mitzählen, wer gerade am Gewinnen ist. Und all so ein Kram, aber was halt wirklich signifikant war dieses, du konntest zu Hause spielen. Das ist ja ein Das war Konzept super, gewesen. oder? Ja. Und wo es dann hinging, oder wie ich es zum Beispiel kenne, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gespielt habe, wo man quasi, wie du sagtest, gegen eine Wand gespielt hat. Ich nehme an, das war schon der Art Singleplayer quasi damals. Aber wo ich Pong, glaube ich, kennengelernt habe, oder ein Klon, wo man diese Steine am oberen Bildrand hatte, die man mit dem Ball wegschießen konnte. Breakout. Und du hattest unten nur ein. Ja, Danke. das kenn ich. Ja, und das war ja auch, also die Fortsetzung davon, ich meine, das ist fast die gleiche Mechanik. Und ja, das war schon irre. Ich weiß gar nicht, ob damals schon auf der Magnavox Odyssey, wahrscheinlich war es noch gar nicht möglich, die Größe der Pedals und sowas einzustellen, um den Schwierigkeitsgrad zu variieren. Doch, Das fällt mir noch ein.
gab's und Geschwindigkeit gab es auch. Du hattest ja dann die Mhm. Schalter an der Konsole selber, weil Ah, ja, das ist genau. ja so krass. Das ist ja nicht wie heute, wo du quasi einen Computer drin hast. Also klar, es war auch ein Computer, aber wo du dann im Spiel die Einstellung hattest, du hast die Einstellungen für das Spiel an der Konsole selber vorgenommen. Ja. Also du dann gesagt Das hast, war ist jetzt tatsächlich, größer oder kleiner. ja, das war tatsächlich beim Atari 2600 auch noch so. Ich habe Mhm. letzte Folge erzählt, dass ich den noch hatte und da waren auch noch so Kippschalter dran. Ja. Da waren zwar Module und auswechselbare Spiele, weil bei der Magnavox Odyssey war ja alles hardcoded. Da war ja das Spiel eingebaut und Mhm. nicht wechselbar. Bei der 2 tatsächlich war es Ja. dann wechselbar. Okay, Die, ja, das die, war die, wahrscheinlich der nächste Schritt, meine ich, genau. dass dann die Konsolen quasi die wechselbaren ROM-Module hatten. Und Ja. das war schon cool. Die Prototypen übrigens mussten täglich von den Atari-Mitarbeitern gelehrt werden, weil das waren so auch so Münzautomaten und die waren halt verstopft bis oben hin. Ja, das, ich glaube, ein ähnliches Ding habe ich noch bei irgendeinem anderen Arcade-Automat gehört, dass dann die Münzen quasi knapp wurden. Wann war das? Pac-Man? Pac-Man, glaube ich. Dazu Mhm. gibt es die Geschichte, dass Mhm. die Münzen irgendwann knapp wurden. Ja, In Deutschland tatsächlich ja nicht, weil ich würde das vielleicht mal als Überleitung nehmen für meinen Pick. Nämlich, das sind jetzt 3 Spiele, aber Space Invaders, Pac-Man, Asteroid, so die Arcade-Games. Was da interessant ist, in Deutschland hat es ja leider nie so gestartet, wie es zum Beispiel in Amerika oder vor allem Japan war. Schade, finde ich, weil wir bei ja, uns ja die 1 Mark Münzen hatten, die man einwerfen musste, was halt viel teurer war als die 25 Cent in Amerika oder die 100 Yen in Japan, was halt auch dafür gesorgt hat. Plus, ähm, das war ja als Glücksspiel, glaube ich, deklariert. Das heißt, mhm. es gab auch gar keine Arcade-Hallen, die man in Ja, Deutschland, es gab sogar nur in Bars und sowas, was ein bisschen schade ist. Nichtsdestotrotz war das natürlich ein massiver Impact, den wir da hatten. Weil das waren schon Spiele, die ein bisschen komplexer waren im Vergleich zu Pong. Ja, so gerade Space Mhm. Invaders, wo du ja auch noch so durch deinen Schutz schießen konntest, so voll krass. Was heute so lächerlich ist, aber damals ja wirklich viel war. Und man muss ja auch bedenken, das war alles hardcoded, wie du vorhin gesagt hattest. Die Konsolen, die Pong-Konsolen, die waren ja auch alle hardcoded. Und dann hast du da so einen Klotz an Arcade-Maschinen gehabt und alles hardcoded, weil du das anders noch gar nicht darstellen konntest. Und was ein bisschen schade ist, das ist Arcade-Games, die gibt es heute ja noch. Nicht mehr in der Form wie damals, aber damals war es ja auch so ein Riesenunterschied, wo dann die ersten Heimkonsolen mit wechselbaren Modulen, wie das NES und so kamen. Arcade-Games konnten viel bessere Grafik darstellen. Das war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. ja, weil die haben halt nichts anderes gemacht. Aber ich glaube, es kam erst später. Dann hat irgendwann Capcom oder sowas damit angefangen, Platinen zu bauen, die man dann austauschen konnte. Also man musste nicht das ganze Case quasi tauschen und das Mhm. ganze Gerät, sondern hat nur neue Platinen reingeschoben. Aber das war schon wesentlich später nochmal eine Ecke. Ja, damals waren das ja auch schon von Intel die Prozessoren. Ich glaube, 8080 oder sowas hießen die. Ah, oh, die waren schön. Die wie so Spinnen aussahen. Die hatten ja Ja, so, genau. wo die Pins sehr sichtbar waren, nicht so wie heute, wenn man sich eine CPU anguckt. So ein Mini-Pin, das waren ja so richtig fette Plätze. Ja, aber den konntest du auch mal wieder gerade biegen, falls er krumm war. Ja, ohne es direkt neu zu löten oder so. Ja, aber das hat natürlich die Reparatur auch einfacher gemacht, was bei Arcade-Maschinen ja auch sinnvoll war. Und den Definitiv. Ja, Platz aber es hatten hat sie ja. halt, ja, es hat halt eine ganze Ecke gedauert. War ja eigentlich erst beim Super Nintendo, dass du wirklich sagen konntest, wir haben jetzt Arcade-Qualität so langsam zu Hause. Alles andere war ja vorher irgendwie eine Art Substitut und sehr abgespeckt. Ja. Klar war das geil, gar keine Frage, weil es zu Hause war. Aber war halt immer ein himmelweiter Unterschied bis dahin. Ja, vor allem, wenn du mal siehst, so gerade die Fighting Games oder sowas wie Street Fighter 2, was ja in Arcade auch zu Super Nintendo-Zeiten noch so viel krasser aussah. Ich glaube, so die Ja. erste Konsole, die richtig nachgezogen hat, war das Neo Geo. Und das war Mhm. ja auch kostspielig. Ich Ja. glaube, das ist inflationsbereinigt irgendwie $800, $900 oder sowas heute gewesen. Einfach nur, dass du Arcade-Qualität zu Hause hattest. Und das hat natürlich auch den Siegeszug erklärt. Und was da aber, finde ich, auch so signifikant ist, wie das die Spiele damals geprägt hat. Gerade dann die späteren Arcade-Spiele, dass du halt auch schnell sterben solltest. Also sehr, sehr schwierige Mhm. Spiele, damit du immer schön
die 25-Cent-Münzen reinballerst. Ich würde hier, gut, das war jetzt nicht mein Pick, aber wegen Arcade-Games, wie das der Einfluss war, auch mal sowas wie Dragon Slayer oder sowas reinwerfen, was ja nur dafür da war, dass du Ja. viel schlägst. Da war Space Invaders und Pac-Man noch ein bisschen netter. Ja, vor allen Dingen hattest du da ja, also bei Dragon Slayer war es ja wirklich fies. Also du konntest es ja gar nicht eigenmächtig spielen. Du musstest es ja mehr oder weniger auswendig lernen. Bei Space Invaders war es ja immer noch ein bisschen von deinem Skill abhängig. Ich meine, Dragon Slayer sah fantastisch aus, sah halt aus wie ein Disney-Film, aber war halt null interaktiv. Das war auch diese ganze FMV-Ära, die dann später kam, wo die Leute gar nicht verstanden haben, ja, das ist halt ein abgefilmter Film, das ist ja nicht interaktiv, so dass du das wirklich Schritt für Schritt beeinflussen kannst. Und ich bin froh, dass das rum ist, dass das nur ein Trend war. Wir haben jetzt die CD und die müssen wir irgendwie voll bekommen. Ja, da drehen wir halt Filme. Es gibt immer noch FMV-Spiele, Ja, das aber schon. halt in etwas besserer Qualität. Oder aber so sie werden Entscheidungsspiele. absichtlich, ja, oder sie werden absichtlich trashig gemacht, dass man halt so einen spielbaren B-Movie hat. Ja. Ja, ist schon interessant. Wo du sagtest, ja, hoher Schwierigkeitsgrad und klar, die waren halt dafür gemacht, um den Leuten möglichst das Geld aus der Tasche zu ziehen. Großer Schwierigkeitsgrad, ich weiß nicht, du hattest eben deine 3 Spiele quasi angesprochen, den hohen Schwierigkeitsgrad. Ich fand, das haben wir aber tatsächlich eigentlich erst wieder als Revival, seitdem wir diese ganze Indie-Schwemme haben. Seitdem es PlayStation Network und Xbox Store gibt und diese ganzen Indie-Programme kamen, dann kamen auch wieder Leute drauf mit dem Schwierigkeitsgrad und natürlich der AAA-Durchbruch, denke ich mal, war dann Dark Souls eigentlich, dass die Leute sich wieder getraut haben an schweren Spielen. Ja, Dark Souls ist ja generell, die helfen dir gar nicht. Also sie geben dir ein Messer und damit sollst du die Welt retten sozusagen. Also es ist schon sehr cool gemacht und ich denke für viele auch sehr anspruchsvoll und also das zieht die an. Ich kann das gar nicht. Also ich habe mich dran versucht und ich bin kläglich gescheitert. Ja, ich versuche es auch immer wieder und ich finde es auch cool und ich mag das auch, dass die den Spielern was zutrauen. Ich höre es immer wieder von Leuten, ich glaube, mir fehlt einfach die Geduld dazu, aber das Spiel bringt es dir ja schon bei, nur es wird dir halt ein bisschen abverlangt. Du hast halt kein Tutorial in dem Sinne, wie bei anderen Spielen, die dir alles haarklein vorkauen und einen Questmarker und so weiter. Aber ich finde es cool, dass wir wieder da sind, dass Spiele auch einen gewissen Anspruch haben können, auch und sich trotzdem gut verkaufen und dass das so ein bisschen den Weg bereitet hat, zu zeigen, ey, auch den großen Herstellern, traut den Leuten was zu und macht nicht alles so in Baby-Steps. Und dass wir da wieder sind. Es ist ja in der Hinsicht nie unfair. Also ich meine, klar, da steht irgendwann mal immer ein Gegner hinter der Ecke, der einfach nur dasteht, um dich von der Klippe zu treten. Das gibt es fast in jedem Souls-Spiel, aber an sich erklärt sich's halt aus dem Gameplay selbst raus irgendwann. Man braucht halt die Geduld dazu, das stimmt. Ja, das Ich hab stimmt. Dark Souls tatsächlich damals angefangen, ohne irgendwas davon zu wissen. Das war, damals hat die Xbox 360 und dann war das reduziert im Store. Rollenspiel, gut bewertet. Ah ja, kaufst du mal für einen Zehner oder so war das. Und ich hatte tatsächlich noch nie davon gehört und bin dann blind in dieses Spiel reingegangen. Und das war schon ein massiver Arschtritt. Also wirklich massiver Arschtritt. Ich habe dann tatsächlich auch mich ziemlich durchgeboxt. Ich fand das sehr ansprechend. Also ich finde auch ohne vorher geguckt zu haben, was das für eine Art Spiel ist, macht es dir sehr schnell deutlich, was für eine Art Spiel das ist und wie man vorzugehen hat. Ich finde, das haben sie tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Was natürlich, finde ich, absoluter Quatsch ist, und das kritisiere ich auch am meisten, auch bei Elden Ring bis heute, ist, wie die NPC-Questlines gemacht sind. Ich finde, das ist zu konfus, zu nicht durchsichtig Ja, genug. Ich ja. finde, das sollten sie streamlinen. Das finde ich auch bei Elden Ring nicht gut gemacht, um ehrlich zu sein, weil man dann immer so ein bisschen das Gefühl hat, wenn ich die Quests machen will, dann muss ich eigentlich ein Guide aufschlagen. Also beim ersten Mal spielen habe ich auch überhaupt gar nicht gecheckt, was die von mir wollen. Der Rest fand ich gut, auch dass man selber überlegen muss, selber ein bisschen ausprobieren muss. Das hat mir gut geklappt. Nur bei meinem ersten Spiellauf bin ich dann zu schnell in Blighttown gelandet, weil ich hatte den Dieb gewählt als Origin, der ja den Schlüssel hat, womit du die Türen, so ein paar Türen aufmachen kannst und ein paar Shortcuts.
Weil ich dachte, das klingt cool, Schlüssel nehme ich mit und bin dann in Blyton gelandet und kam da nicht mehr raus. Und da muss ich einwerfen, es ist tatsächlich an sich nicht unfair, aber wenn du es auf der 360 Original gespielt hast, ist Blyton unfair. Wenn das auf 15 FPS droppt. Ja, das ist schon hart. Das ist sehr, sehr frustrierend. Wenn dir die Hardware da einen Strich durch die Rechnung macht, das ist schon richtig. Ich muss tatsächlich sagen, wir haben jetzt einfach Dark Souls gesagt, aber eigentlich war ja Demon's Souls noch davor und tatsächlich habe ich, glaube ich, mit Demon's Souls angefangen und das war auch erst kurz nachdem, ich müsste jetzt nach dem Release-Datum gucken, nachdem ich überhaupt auf Rollenspiele erst kam und ich meine, das wäre damals im PlayStation Plus oder sowas kostenlos gewesen und dann habe ich das runtergeladen, weil es einfach nach einem westlichen Rollenspiel aussah und ich mit JRPGs bis dahin auch wenig anfangen konnte. Das ist heute anders, aber es hat mich einfach durch die Optik erstmal mehr angesprochen und wie du, ich bin da komplett blind reingegangen und sah dieses Intro mit den Drachen und ja, dann kommt das erste Skelett da und dir wird quasi nur der Dolch da vor die Füße geworfen, so jetzt hier, mach mal. Ja, das war schon ein Arschtritt und es gibt ja immer diesen typischen ersten Boss, den man quasi immer im Prinzip noch nicht töten kann, der immer dazu eigentlich nur genutzt wird, um dir zu zeigen, hey, du respawnst und diese ganze Seelenmechanik, du kannst sie wiederholen. Dafür ist er ja eigentlich nur da. Und ja, der Impact war entsprechend, weil darum geht es im Endeffekt, wie hat das Impact, ihr hattet das am Anfang ja schon gesagt, dass es jetzt das Genre Souls-like selber gibt und auch allgemein dieser Schwierigkeitsgrad mehr reinkommt, diese Respawn-Mechanik. Ich meine, selbst in Spielen wie Jedi Survivor, Jedi Fallen Order, selbst solche Spiele, die ich sag mal noch relativ casual sind, benutzen diese Mechanik, finde ich auch sehr spannend, wo man auch sieht, ey, das funktioniert klasse. Und es hat so ein bisschen zu einem Revival von Metroidvania auch noch geführt, finde ich, vom Metroidvania-Genre, weil die sind ja auch sehr eng verstrickt. Ich hatte damals auch bei Dark Souls so das Gefühl, ich spiele gerade eine sehr, sehr schwierige Version von Metroid oder Castlevania. Und ich finde es ist halt auch ein super cooler Aha-Moment, wenn du irgendwann dein Loop gelaufen bist und machst irgendeine Tür auf und bist dann wieder beim Firelink Shrine war das damals und bist dann wieder da am Leuchtfeuer, am Lagerfeuer und denkst, ach, jetzt bin ich wieder hier, sau cool und hast die Abkürzung freigeschaltet. Das war halt auch super ein Erfolgserlebnis. Haben sie leider nie wieder gemacht. Andere Spiele haben es eher versucht, aber so Dark Souls war eigentlich nur Dark Souls 1 diese Map-Philosophie. Ja, bedingt noch Bloodborne fand ich, aber ja, man kannte es dann halt. Es war halt immer die Krux an der Sache, das war halt der erste Teil, der hat es gut gemacht und die Mechanik ist ja an sich nicht schlechter geworden, aber man hat das halt irgendwie dann erwartet, weil das sind halt die Souls-Spiele. Aber was ich auch interessant finde, es ist so ähnlich wie damals mit WoW, habe ich das Gefühl, es machen super viele Leute nach, aber nur sehr, sehr wenige kommen wirklich an die Qualität von den From-Software-Spielen ran. Also die haben halt ihr Handwerk da gelernt und man könnte jetzt ihnen auch vorwerfen, die sind sich immer sehr ähnlich, was die Mechaniken angeht und die Bosse und die Animationen werden wieder benutzt und so weiter. Aber das haben sich halt auch irgendwie ein bisschen erarbeitet. Und wenn man es wirklich gut machen will, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ja, vor allen Dingen. Ich meine, das bessert sich, glaube ich, aber es gab lange die eher mäßigen Souls-like. Ja, was du halt oft hast, wenn so ein Hype kommt. Ja. Ich bin der Meinung, dass wenn man ein gutes Spiel gemacht hat, man muss ja jetzt nicht das Rad neu erfinden. Warum baut man da nicht drauf auf? Also deswegen finde ich die Trilogie von Dark Souls eigentlich ganz gut, dass sie halt bei dem bleibt, was sie gut können und das halt dann erweitern. Lustig finde ich, dass sie halt mit Elden Ring hat sich ja mehr verkauft als die Dark Souls Trilogie zusammen, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und aber das liegt halt vielleicht auch daran, dass halt jetzt die generelle Spielerzahl oder die Herausforderungen suchen halt auch höher ist. Und ich glaube, was auch viele angesprochen hat, war einfach die Open World. Das ist immer noch ein Wahnsinnsverkaufsgrund. Also es muss nicht immer alles Open World sein und ich meine, ansonsten wäre das Ding wahrscheinlich Dark Souls 4 geworden. Aber ich denke, das war einfach ein großer Verkaufsgrund, den sie da hatten. Ja. Und definitiv. Die Zugänglichkeit. Es ist nicht leichter, es ist zugänglicher. Nee, ja, finde ich auch. Und dadurch, dass du die Open World hast und irgendwo hängen bleibst, du hast viel mehr Möglichkeiten auszuweichen,
bei den Souls-Spielen hast du 2, 3 Wege, die aber immer irgendwann recht fordernd werden. Und dann musst du immer wieder hin und her wechseln und hier probieren, da probieren. Aber du bist gefangen auf diese 3 Wege und bei Elden Ring hast du halt eine ganze Welt und kannst auch besser grinden, sage ich mal, und dich mehr probieren. Hast mehr Erkundungen noch zu tun. Das, glaube ich, war ein großer Verkaufsgrund. Ja, Sie du haben auch hast so Game of the Year gewonnen. Ja, berechtigt. 22, also. Ja. Und du hast ja auch noch so Komfortfunktionen, wie du hast nicht mehr diese elendigen Boss-Runs in der Form, weil das ist so auch was, wo ich sage, ja, Schwierigkeitsgrad schön und gut, aber das war schon ein bisschen, Ja. also ein bisschen nervig teilweise die Boss-Runs, je nach Dark Souls und je nach Boss. Das haben sie schon massiv entschärft, finde ich, was auch dem Spiel jetzt nicht schlecht getan hat, finde ich jetzt zumindest. Und die Möglichkeit selber auch den Schwierigkeitsgrad zu bestimmen, indem du irgendwelche Ashes benutzt, indem du ein bisschen rumschießt, was stimmt. dieses Spiel ja auch sagt, hey, mach das, find deinen Weg, mach dieses Spiel so einfach, wie du Bock hast. Und das hat auch nochmal super funktioniert, finde ich. Ja. Gut, ja, auf jeden Fall haben wir da ein Revival vom schwierigen Schwierigkeitsgrad, was so ein bisschen auf die Arcade zurückzuführen ist und natürlich in jede Menge Arcade- oder Retro-Spielen, die dann so mit der ganzen Indie-Szene aufkamen. Dann hätten wir noch so einen ähnlichen Trend mit Rogue. Das Das habe ich spielt nie wahrscheinlich gespielt. keiner. Kannte ich bis jetzt auch nicht. Tatsächlich. Also auch nur vom Hörensagen. Damals, ich müsste nach dem Release-Datum gucken, ihr sagtet vorhin 1980 war Anfang es, glaube ich. 80 sogar, glatt. Ich hatte vorher nochmal geguckt, weil wir auch gerade eben noch vor der Aufnahme noch ein bisschen darüber gesprochen haben. Ich meine, es wäre 1980, hätte ich vorhin gelesen, ja. Ja, das ist schon irre. Und ich habe es auch immer nur durch Erzählungen mitbekommen. Und es ist, wenn man sich so ein bisschen einliest, faszinierend, wie viel da schon drin gesteckt hat eigentlich, was die ganze Rogue-Mechanik, die wir heute, wann ist das aufgekommen wieder? Ich hätte gesagt vor 10 Jahren oder sowas. Ich müsste jetzt auch gucken, mit was das so losgetreten ist. Also ich meine, heute auch durch Dark Souls ist ja auch im Prinzip ein bisschen in die Richtung. In Roguelite. Da gibt es ja auch eine Differenzierung. Ja, genau. Es gibt Ja, Roguelike und Roguelite. Es ist gut, dass es so ähnlich klingt. Ja, es gab auch mal irgendeine GDC, glaube ich, wo die Definition genau festgelegt wurde zwischen Like und Light. Aber beziehen tut sich das Ganze natürlich auf das ursprüngliche Rogue von 1980. Also man geht halt los und wenn man stirbt, verliert man alles. Das, was früher in der Arcade eigentlich üblich war, man fängt dann von vorne an, man verliert das Leben und nimmt nichts mit. Und die Roguelites nimmt man halt, keine Ahnung, Erfahrungspunkte oder man kann sich gewisse Items wieder aussuchen, die man mitnehmen will in den nächsten Run. Ja, und prozentual generiert ist auch nochmal so ein... Ja, stimmt, das ist auch ein großer Faktor, genau. Genau, dass auch die Runs eine Variation haben. Weil das ist ja auch das, was das so spannend macht. Ich meine, da geht ja die Souls-Spiele ein bisschen einen anderen Weg. Ich würde sagen, das ist schon auch ähnlich mit diesem Verlust, den du hast. Da sind so eine gewisse Ähnlichkeit, aber bei Roguelike ist ja auch eben das Spannende. Erstmal, du verlierst alles, bis auf, ich sag mal, so Meta-Sachen. Und dann hast du aber auch jeder Run ist unterschiedlich dadurch, dass alles prozedural generiert ist und du dadurch auch wirklich ein bisschen so im Flow bist. Also ich spiele nicht so viele Roguelikes, aber was mir unglaublich angetan hat, war Hades damals. Ja. Das ist so eins der wenigen Roguelikes, die ich tatsächlich mag, weil ich eigentlich gar kein Fan davon bin. Und das fand ich da aber auch sehr spannend, dass du mit jedem Run kamen so die Gegenstände auf dich zu und du musst on the fly entscheiden, was für einen Weg du gehst. Also du kannst nicht jedes Mal eine festgesetzte Strategie machen. Es geht nicht, sondern du musst wirklich immer gucken, was kriege ich denn jetzt gerade? Und das Roguelike, was ich am allermeisten gesuchtet habe, Vampire Survivors. Genau aus diesem Grund. Ja. Also mit minimalistischen Mitteln so ein Sog zu erzeugen, ist echt eine Kunst für sich. Ja, da ist aber auch das Feedback sehr, sehr gut. Also das, was man als Spieler zurückbekommt, dass irgendwie irgendwann alles stirbt um einen herum und dass man diese ganzen, ich weiß gar nicht, was es bei Vampire Survivor war, die Seelen einsammelt oder so. Edelsteine sind das, ja. Edelsteine, genau. Und das fühlt sich einfach gut an. Das ist Dopamin schlechthin. Und da musst du halt auch on the fly echt viel
machen. Gut, später nicht mehr, wenn man ganz viele Rewards freigeschaltet hat, dann überlegt man sich meistens im Vorfeld eine Strategie, aber so die Anfang. Ich bin auch ehrlich, ich finde das Early and Mid-Game am interessantesten bei Vampire Survivors und dann setze ich auch mal gern zurück, einfach weil das viel, viel spannender ist, weil du viel mehr strategisch vorgehen musst. Und es war ja auch ein Riesenerfolg und auch so simpel, genauso wie Rogue selber. Und das ist ja so ein bisschen, warum das einen Impact hat, das ist schon krass. Das ist ein Spiel von 1980, was wahrscheinlich ein Großteil der Leute, die heute Roguelikes spielen, nie gespielt hat. Und das hat so einen krassen Impact, wie Dennis es ja am Anfang ja gesagt hat, weil das schon damals vor über 40 Jahren Grundregeln dieses Genres definiert hat, die bis heute Spaß machen. Das ist irre, wenn man mal drüber nachdenkt. Also egal Ja, wie. und ich fand Ja. auch irre, bei den Arcade-Sachen und so weiter, da habe ich nicht das Gefühl, dass die Pause so groß ist. Rogue, habe ich das Gefühl, war damals da und da gab es so ein paar Klone und zu der Zeit, um die 80er rum, und dann habe ich das Gefühl, es ist komplett weggebrochen und erst jetzt dann vor 10 Jahren oder sowas wieder aufgekommen, die ganze Mechanik. Und da habe ich vielmehr das Gefühl, dass da so ein Tal irgendwie dazwischen war, wo es das gar nicht gab. Ja, das ist halt, Roguelikes habe ich am meisten, ich muss das eben nachgucken kurz, Dead Cells gespielt. Oh ja, auch gut. Als super cool, weil es auch so ein bisschen Metroidvania-Einflüsse hat und das spielt sich halt einfach super fluffig und ähnlich wie Hades, man kommt halt in so einen Flow-State. Und was ich auch immer wichtig finde, auch Hades habe ich gerne gespielt, dadurch, dass du dir halt dein Bild immer zusammenbaust und dich nicht festlegen kannst, weil du nicht weißt, was du bekommst. Und dann hast du manchmal Runs, die klappen super gut, weil du irgendwelche Skills hast, die miteinander harmonieren und dann fliegst du dann nur so durch und beim nächsten Mal schaffst du das erste Biom oder sowas schon mal nicht mehr. was ich bei Hades auch gut fand, ich weiß jetzt nicht, ob es beim ersten Teil war, beim zweiten Teil ist es auf jeden Fall. Es gibt eine Cheat-Einstellung, die, wenn du stirbst, dich, ich glaube, 5% oder so stärker macht. Das heißt, irgendwann kommst du da natürlich rein und besser durch. Und das finde ich ganz gut gelöst. Nicht einfach nur irgendwie dich mit irgendwelchen Items zuwerfen oder Experience Points, dass du da einfach durchrennst wie nichts, sondern dass das halt über die Zeit wächst. Ja, das hatte so, ich glaube, das erste hatte das auch, man konnte das einstellen, so eine Art dynamischen Schwierigkeitsgrad, dass du bei jedem Tod nicht nur so ein bisschen Erfahrung mitnehmen konntest oder man konnte, glaube ich, so nach ein paar Skills freischalten, sondern zusätzlich auch noch stärker wirst und noch einen extra Push bekommst. Mhm. Ja. Schöne Überleitung, dynamischer Schwierigkeitsgrad zu Resident Evil, Fragezeichen. Ich hätte den Übergang zu Diablo tatsächlich gemacht. Ja, der ist naheliegender. Weil Diablo damals, würde ich sagen, auch einige Anleihen bei Roguelike gefunden hat, beziehungsweise Roguelike bei Dungeons & Dragons, genauso wie Diablo. Halt dieser Fokus auf Dungeon Crawlen, war ja bei Rogue auch. Und Diablo 1 sollte ja ursprünglich ein rundenbasiertes Rollenspiel werden. Das ist dann zum Glück nicht geworden. Davon gab es ja schon Vertreter damals. Und Diablo hat ja eigentlich auch so das Action-RPG miterfunden, was ja auch dann Spiele auch wie ein Hades oder so beeinflusst hat, ganz stark. Und hat auch Anleihen von Rogue mit den prozedural generierten Dungeons, die du hast damals. Oder bis heute ist das ja so, dass alles prozedural generiert ist. Und war damals schon ein krasses Erlebnis. Ich war ein Kind und ich weiß bis heute, wie sehr ich vom Butcher schreiend weggerannt bin. Ich glaube, das ist ein Erlebnis, was jeder hatte und sehr definierend für Diablo ist. Ja, erzählt jeder mal als erstes. Aber was mich gerade faszinierte, wo du sagtest, das sollte ein rundenbasiertes Rollenspiel werden, es sieht halt auch aus wie eins. Es sieht eigentlich, also von der Ansicht, die isometrische Ansicht und die vorgerenderten, obwohl es hat keine vorgerenderten Hintergründe, aber wenn man es neben den Baldur's Gate 2 hält, dann ist es gar nicht so weit davon entfernt und es macht jetzt so im Nachhinein für mich auch Sinn, obwohl ich erst mit Diablo 2 so leicht mal da Anwandlungen hatten, aber sonst bin ich von Diablo immer ein bisschen abgeschränkt. Mir war das einfach zu stumpf. Also ich meine, ich kann jetzt die Faszination daran verstehen, aber ich habe halt meine Kumpels gesehen, wie sie da hingen
und nur geklickt haben und sich die Finger im Mund geklickt haben. Und dachte, was machen die da? Wo ist denn der? Also ich habe den Anspruch da einfach nicht drin gesehen. Für mich sah das überhaupt nicht so aus, als wäre da irgendeine Schwierigkeit dabei. Diablo 1 habe ich nie gespielt. 2 habe ich bei meinem Cousin mal ein bisschen angetestet. Aber wirklich angefangen habe ich dann mit Diablo 3. Und da ist es ja halt immer irgendwie bessere Items, immer weiterkommen, schneller sein. Hat schon was. Natürlich kann ich das leider auch nicht auf Dauer spielen. Also ich spiele es vielleicht, wenn eine neue Season zum Beispiel rauskommt, spiele ich dann 2 Wochen oder so und dann langt es auch erstmal. Ja. Aber bei den modernen Diablos ja schon auch einen ziemlichen Shift hat Richtung dieses Übermächtige. Was ja aber bei den Spielern auch gut ankommt, ist natürlich schade für die, die eher das Oldschooligere mögen. Aber ich meine, Diablo 2 haben sie ein Remake rausgebracht, was sehr gut ist. Vielleicht kommt auch mal eins für Diablo Ja. 1. Aber was halt auch so krass ist, das ist ja, man muss ja auch bedenken, bei allen Spielen, von denen wir jetzt reden. Für uns ist das ja heutzutage selbstverständlich, gerade wenn jetzt auch wir jüngere Zuhörer haben, somit, ja, das kennt man ja alles. Was ich jetzt immer betone, das geht für eigentlich alle Spiele, über die wir heute reden, ist, wie krass das damals war, wenn sowas so aus dem Nichts gedroppt ist. Also für die Jüngeren ist vielleicht Dark Souls noch das, was am ehesten nahe kommt, etwas, was man noch gar nicht vorher kannte in dieser Form und dann auf einmal so definierend ist. Und das war ja jetzt bei Einspielen auch bei den zukünftigen so, das ist total krass. Und Diablo 1 war ja auch genau das, weil es gab schon rundenbasierte Rollenspiele. Sie hatten diese Vision, die von anderen Spielen gekommen sind und haben dann einfach gedacht, ja, was ist denn, wenn ich draufklicke und es passiert direkt was? So was so heute für uns so selbstverständlich ist. Aber damals, das war ja total geil und total neu. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Appeal. Gut, Dennis, bei dir hat es den Gegenteil erzeugt, aber das war jetzt so damals den Appeal. Man hatte sowas wie Baldur's Gate oder Icewind Dale oder sowas. Dann kam Diablo, du hast draufgeklickt und die Action kam halt direkt, du hast halt direkt draufgekloppt. Ja. Man ist sich ja auch nicht immer bewusst, wenn man sowas miterlebt, dass das so eine Veränderung sein wird, so eine nachhaltige. Also damals, mir fällt jetzt gerade wieder Resident Evil ein, ich habe das Resident Evil 4 auf der PlayStation 2 gespielt und zu der Zeit war die Steuerung, die hat einfach funktioniert und das war super cool. Ich meine, klar, das war damals noch dieses Stehenbleiben, um zu zielen, was, glaube ich, technisch nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Da wäre schon Laufen und Zielen möglich gewesen, aber dass du halt mit den beiden Sticks das so machst und ich glaube auch, ich habe damals Black gespielt, einen Ego-Shooter auf der PlayStation 2 und Vorreiter von dem ganzen, wir bewegen uns mit einem Stick, zielen mit dem anderen ist wahrscheinlich Halo gewesen auf der Xbox und diese ganzen Steuerungskonventionen sind halt auch irgendwann gelegt worden, aber damals hat man halt den Controller in die Hand genommen, hat in der Einstellung oder im besten Fall im Tutorial gesagt bekommen, was man zu drücken hat und dann hat man das einfach gemacht und man war sich aber nicht darüber im Klaren, dass das jetzt die Controllersteuerung für Ego-Shooter für die nächsten 30 Jahre sein wird. Ja. Aber tatsächlich zu Resident Evil 4 Zeiten war das eigentlich schon so die Konvention. Resident Evil 4 war tatsächlich eine Designentscheidung mit dem Stehenbleiben, um diesen Terroraspekt mehr in den Fokus zu rücken, weil du musst ja wirklich stehen bleiben, du musst überlegen, wo stelle ich mich jetzt hin, um zu schießen. Das merkt man übrigens ganz stark, wenn man die Quest-Variante, die VR-Variante von Resident Evil 4 spielt, die auf dem originalen Resident Evil 4 basiert und nicht dem Remake, merkst du, dass wenn du dich bewegen kannst und schießen kannst, du bist total OP. Das merkst du in der VR-Variante sehr extrem, dass das Spiel nicht darauf ausgelegt ist und dass das auch eine sehr gute Designentscheidung war. Aber was Resident Evil 4 extrem geprägt hat, ist Third-Person-Shooter. Also ich glaube, nach Resident Evil 4, das ging ja so ab, da musste jedes Spiel Third-Person mit Shooter-Anleihen werden. Irgendwie, das war ja... Ich spiele Third-Person. Um es dann noch weiterzutreiben... Bitte? Ja. Um es dann noch weiterzutreiben, fällt mir noch die ganzen Deckungsshooter ein. Das war dann so eine Evolution daraus. Ja. Erstmal hatten wir Third Person über die Schulter und dann Dead Space fällt mir auch noch ein, was das auch noch super umgesetzt hat und weitergetragen hat. Aber dann kam halt Gears of War und Uncharted und überall waren dann die hüfthohen Deckungen, hinter die man gegangen ist. Aber ich bin jetzt von dem Third Person auf Ego-Shooter rüber gewechselt, aber das war halt, irgendwann mussten diese ganzen Sachen halt festgelegt werden und ich weiß auch nicht, welcher Ego-Shooter der erste war, der WASD benutzt hat. Doom nicht. Ich glaube, über Doom reden wir nachher auch noch, aber es war nicht Doom. Aber was bei Resident Evil 4 auch noch, erstmal,
die natürliche Evolution zu Gears of War kam später. Das würde ich sagen, ist auch tatsächlich so eine Linie, die von Third-Person-Shooter dann so natürlicherweise in Deckungsshooter gelandet ist. Und was Resident Evil 4 auch eingeführt hat, und ich bin so froh, dass das vorbei ist, Quicktime-Events. Das habe ich nie verstanden, warum sich das so durchgesetzt hat, aber das hat Resident Evil 4 hat das in den Mainstream gebracht, bis zum geht nicht mehr, und ich habe nie verstanden, warum. Also das ist ja tatsächlich etwas, eine Prägung, wo ich sage, ich kenne niemanden, den Quicktime-Events Spaß machen, aber das hat diese Zeit so dumm, wirklich. Tatsächlich, aber okay, jetzt will ich muss dazu wissen, sagen, warum. Ich mag Quicktime-Events in Cinematic spielen. Also sowas wie von Telltale oder Until Dawn oder sowas. Und nicht in, ich wollte eben auch Heavy Rain oder sowas. Oder Heavy Rain. David Cage-Sachen. Ich fand, die haben sie auch halbwegs ein bisschen clever eingesetzt. Also wenn man dann eine Schublade aufgemacht hat, dann hat man halt den Stick in einer gewissen Bewegung führen müssen, die der echten Bewegung so ein bisschen nachempfunden war. Das war jetzt kein klassisches Quicktime-Event, aber es war halt auch voll davon. Und es war einfach auch teilweise super frustrierend einfach. Oder irgendwelche Tomb Raiders, die dann in Action-Sequenzen, die man dann nicht mehr gespielt hat, im Sprung irgendwelche Tastenfolgen drücken musste. Ja. Und dass niemand Quicktime-Events mag, das sieht man darin, dass bei vielen dieser Remakes von Spielen von damals heute die Option gibt, Quicktime-Events auszuschalten. Ja. Aus gutem Grund. Aber ich finde auch, das hat damals Resident Evil 4 hat es gestartet, in den Mainstream gebracht, und das hat eine ganze Generation geprägt an Videospielen. Ja, also das ist Wahnsinn gewesen und unverständlich. Ja, es hat eine ganze Zeit lang angehalten, bis das wieder verschwunden ist. Aber es kam so plötzlich und gefühlt war das auf einen Schlag dann auch wieder weg. Irgendwie hat sich das mit einem Jahr durchgesetzt. Keine Ahnung, ob es eine Umfrage gab, auf die dann plötzlich alle Entwickler reagiert haben, aber so hat es gewirkt. Ja, und ich will aber ein Quicktime-Event hier erwähnen, was mir bis heute ins Gehirn reingebrannt ist, weil nicht Resident Evil 4, sondern Resident Evil 5. Der Abschluss, wo man als Chris einen Stein verprügelt, und das war das Finale. nach dem Kampf von Wesker in diesem Vulkan oder sowas. Du den Stein. Ja, aber hast du die Oberarme gesehen? Das war schon möglich. Der Junge hat das gemacht. Steroid Chris war das zu der Zeit. Irre. Aber man muss sagen, das ist einem im Gedächtnis geblieben. Also auch wenn es cheesy ist, wenn es Trash ist. Jeder, der dieses Spiel Resident Evil ist halt Trash. Ja, das stimmt. Jill Sandwich, sage ich nur. Ja. Aber ich finde es auch cool, dass sie das in den neueren tatsächlich so ein bisschen drin behalten haben. Also ich habe jetzt das Remake von 4 gespielt, und sie haben nicht alles rausgenommen von diesen quatschigen Szenen, und das ist auch gut so. Das definiert Resident Evil auch. Also wirklich, das gehört dazu, diese dämlichen One-Liner teilweise, die cheesigen Gespräche. Gehört auf jeden Fall dazu. Aber ich würde jetzt tatsächlich, weil wir gerade über Quicktime-Events und Steuerung gesprochen haben, würde ich das nehmen, um auf Wii Sports zu gehen. Wo man jetzt vielleicht denkt, hä? Ja, die Anmerkung war wichtig da. Ich bin froh, dass die Steuerung von Resident Evil 1 nicht übernommen wurde. Also diese Tank-Steuerung. Ich bin ein Verfechter der Tank-Control. Ich liebe Tank-Control. Du hast so viel Kontrolle in dieser Art Spiele. Und ich spiele bei den Remakes immer noch Tank-Control. Weil dieser Kamerawechsel, dafür ist Tank-Control perfekt. Für diese Art Spiele. Das verstehe ich. Aber korrigiert mich. Ich glaube, bei Resident Evil war das so, wenn du, sagen wir mal, auf die Kamera zugehst, die Kamera wechselst, konntest du den Stick in dieselbe Richtung halten und bist quasi noch weitergegangen, richtig? Trotz des Kamerawechsels. Ja, genau, das ist ja der Vorteil von den Tank-Controls. Du warst ja unabhängig von der Perspektive, konntest du steuern. Ja, genau. Weil, wenn du nach vorne gedrückt hast, bist du einfach geradeaus gegangen. Und trotz des Kamerawechsels. Ja. Und das war ja das, was so gut funktioniert hat. Aber das funktioniert, also ich finde Tank-Control ist auch nur gut bei so fixen Kamerasettings. Ja, so, ich habe jetzt tatsächlich gestern ein altes Horrorspiel wieder gespielt, Project Zero, beziehungsweise Fatal Frame heißt es im Englischen. So ein Japano-Horrorspiel. Und das PlayStation 2-Ära, hat mir damals in die Hose geschissen, das war super gruselig. Man hat nur so eine Kamera, mit der man Geistern fotografieren muss. Und das hat tatsächlich auch noch Tank-Controls gehabt, und ich habe das
wieder gespielt und dachte, es funktioniert halt immer noch gut. Also ja, ich würde es nicht in einem modernen Spiel noch haben wollen, aber sobald das diese fixen Kameras hat oder die nur so einen leichten Schwenk machen, funktionieren tut das immer noch. Es ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber es funktioniert. Also, aber wahrscheinlich auch, weil ich es von damals gewohnt bin. Wenn du jetzt einen Jugendlichen da dran setzt und sagst, hier spiel mal, der denkt sich, was ist das denn? Ihr muss das ganz erste Resident Evil für PlayStation 1 versetzen. Dann denkt er erst recht, was ist das denn? Ja, es ist auch Der so läuft langsam und das ist alles so dunkel und man sieht auch so Und schlecht. das ist auch überhaupt nicht mehr gruselig. Damals hat man Nee. sich eingeschissen, weil, Ja. weil du nichts anderes kannst. Du hattest ja keinen Vergleich und dann gehst du um die Ecke, so, wo du den allerersten Zombie siehst mit der Cutscene. Wenn du es heute irgendeinem vorsetzt, der das noch nicht kennt, der lacht sich drüber tot. Ja. Ja, gerade die Animationen und so weiter. Ja. Und und natürlich die Voice Lines ist auch die Qualität. Ja. Ist schon Ich glaube, geil. ich habe Resident Evil, ich weiß gar nicht, wann der PC-Port kam. Ich weiß, dass mein Vater das damals für einen PC gekauft hat. Das muss, glaube ich, ein Jahr oder 2 später Ja, gewesen sein. ungefähr, Da ja. kam es für einen PC. Das war schon Jo. Wahnsinn. Genau, aber ich wollte auf Wii Sports eigentlich lenken, Ja. wo wir über Steuerung gesprochen haben. Und zwar gar nicht so sehr, was jetzt vielleicht einem, der nicht in dieser Welt unterwegs ist, gar nicht so bewusst ist, aber meiner Meinung nach, Wii Sports, diese ganze Wii-Spiele, hat auch VR massiv beeinflusst, wie wir VR spielen. Weil, wo ich das erste Mal wirklich richtig VR gespielt habe, war das erste, was ich gedacht habe, das ist quasi Nunchuck und Remote in besser. Und was man wirklich sagen muss, Nintendo hat es ja auch drauf, neue Sachen zu machen, die spot-on sind. So, sie mussten damals noch eine Revision bringen mit der Wii Motion Plus, was man auch als Add-on kaufen konnte. Aber an sich hat das ja wunderbar funktioniert, direkt so von von Tag 1. Und hat auch das Casual Gaming wirklich verändert. Ich meine, die Wii war nicht ohne Grund so erfolgreich, einfach weil du hast das Ding aufgenommen, du hast hingezeigt, was du machen wolltest, fertig. Und wir hatten ja, das hatte ich auch bei Episode 0 gesagt, dass meine Eltern ja jetzt so im VR-Fieber sind. Das macht auch tatsächlich, finde ich, VR sehr casual-freundlich. Du nimmst es in die Hand und das ist so intuitiv, das ist so natürlich. Und meiner Meinung nach hat das mit Wii Sports angefangen. Ja, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Ja, definitiv. Dieses ganze haptische und auch die Geschichten, die man damals gehört hat, dass tatsächlich in Altenheim und so weiter Bowling gespielt wurde und das ging halt alles, weil das einfach zu erklären war. Ich habe es auch schon, ich glaube, in Planungsteil gesagt, ob ihr Partner habt, die spielen, und bei mir ist es immer das Problem, jemandem die Steuerung beizubringen. Wenn das jemand nicht kennt, einen Controller noch nie in der Hand gehabt hat, dann ist es immer das größte Hindernis. Und bei der Wii machst du halt einfach die Bewegung und es fühlt sich völlig natürlich an. Mhm. Ja. Und deswegen ist es so zugänglich. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ist viel zugänglicher. Und also Nintendo hat ja so schon immer, man sagt, Nintendo ist so die Familienkonsole. Mittlerweile jetzt auch nicht mehr unbedingt, aber klar, sie bringen es halt auch raus und du brauchst keinen Controller mit 5, 6, 7 Buttons, wo du, keine Ahnung, in Super Smash Bros. Alle Kombis kennen musst, und es ist halt einfacher, du kommst besser rein, du brauchst nicht viel erklären. Fühlt sich einfach natürlich an. Ja, sie haben halt auch immer Ideen und manchmal sind es nur Gimmicks, keine Ahnung, zum Beispiel das Pusten im 3DS oder was es war oder sowas. Und manchmal fliegen sie halt auch auf die Schnauze, wie mit der Wii U oder so, aber sie trauen sich wenigstens was, und deswegen war ich auch fast ein bisschen enttäuscht, dass bei der Switch 2 jetzt kein größerer Schritt war, sondern die einzige Neuerung, die ich so wirklich sehe an der Hardware, ist die Mausfunktion in den Joy-Cons. Aber ich dachte, sie machen mehr. Ich habe natürlich gehofft, dass sie was Abwärtskompatibles machen und nicht, dass sie wieder den ganzen Quatsch mit Wii und die alte Bibliothek, die du hast, ist nichts mehr wert quasi und wir verkaufen den ganzen Kram nochmal an dich. Aber ich dachte, da gehen sie tatsächlich einen größeren Schritt und riskieren wieder ein bisschen was. Aber da sind sie halt gut drin, so radikale Schritte zu machen und fahren so ein komplettes Konzept für eine Konsole.
Und sind damit Ja. auch sehr erfolgreich. Also die Wii war ja absolut erfolgreich, die Wii U nicht, aber ich glaube, Wii U war auch einfach das Problem Marketing ganz, ganz, ganz Ja, groß. Wenn du dir würde ich auch sagen. Casuals als Zielgruppe holst und dann nennst du den Nachfolger der Wii U, dann muss man Und sich das, schon nicht wundern, dass man nicht verkauft. ja, Und und dann machst du diesen Fokus auf den Controller und alle Leute denken, das ist ja nur ein Zusatz. ja, Ja. und die Konsole sieht quasi gleich aus und warum brauche ich jetzt dieses Tablet und so weiter? Ja, ich Ja, glaube, das ist das war. einfach Marketing-Fail. Weil die Konsole an sich finde ich super. Ich finde auch immer noch, ich bin ja auch ein großer DS, 3DS-Fan. Ich finde den Second Display finde ich auch an der Konsole sehr geil, weil ich finde, eins der geilsten Erlebnisse da war Zombie U damals, wo du halt wirklich alles nur auf das ganze Hardware Inventar hattest und nur auf dem Tablet. Und die haben das ja richtig so gemacht, wenn du in den Rucksack geguckt hast, dann geht oben das Spiel auf dem Hauptmonitor, geht in eine Third-Person-Sicht und dein Charakter guckt sich um, während er im Rucksack ist. Und genauso fühlst du dich, weil du guckst dir die ganze Zeit hoch, oh, kommt da Zombie, während du in deinem Rucksack auf dem Tablet machst. Das war ein Das war cooles nicht schlecht, Erlebnis. ja. Und allgemein, ich finde so, bei Wii U-Spielen, dadurch, dass du das Ganze HUD unten auf dem Tablet haben kannst, du hast einen sehr aufgeräumten Hauptscreen. Fand ich Mhm. auch immer sehr, sehr angenehm. Ich meine, ich brauche das nicht immer, aber das war eine schöne Option, die man hatte, auf der Wii U das zu machen. Plus natürlich die Funktion, mit einem Klick kannst du auch sagen, ich spiele jetzt nur auf dem Tablet, was eben für Familien sehr relevant war, wenn du, was ja damals auch noch üblicher war, du hattest einen Fernseher im Haus, im Wohnzimmer und jemand wollte spielen, aber der andere wollte Fernsehen gucken, zack, mit einem Klick. Das Konzept haben sie ja mit der Switch auch behalten, mit der Docking Ja. Station, ne, weil das so erfolgreich war. Und die Wii U war ein Flop, aber die Wii U lebt ja eigentlich in der Switch weiter. Ja, und dieses Ganze an Fernseher anschließen und abstöpseln, genauso wie es mit der Switch funktioniert hat, funktioniert es mit dem Steam Deck und es ist halt einfach dabei und jetzt gibt es Rock Ally und Legion Go und was weiß ich, MSI Claw, sie springen ja alle auf und werden mittlerweile als erfolgreicher. Ich meine, klar, weil die Hardware auch stärker wird, aber dieses Konzept, immer anstöpseln können, mobil zu sein und mitnehmen zu können, wenn der Fernseher belegt ist. Ich meine, klar, wir haben wahrscheinlich mittlerweile viel, viel mehr Bildschirme im Haushalt als früher, aber wir haben alle immer noch Definitiv. einen Fernseher im Wohnzimmer, auf den wir eigentlich am liebsten spielen und dann wird der halt belegt, weil auch drauf Fernsehen geguckt wird. Das hat sich immer noch irgendwie beibehalten. Ja. Und so kann man halt zusammen auf der Couch sitzen bleiben und nebenbei was spielen. Ja, weil du sagtest, das wird immer mehr, auch mit diesen anderen Anbietern, nicht nur Steam Deck. Kommen wir da ein bisschen wieder zurück zum Game Boy? Also natürlich technischer natürlich entwickelt, aber irgendwie, Ja. Ja, Handhelds auf jeden Fall. Also da muss, ich meine, ich hatte wenig anderes, kenne kaum andere Handhelds neben den Nintendo. Ich meine, klar, es gab das Sega Nomad und was noch? Es gab 2 Sega Handhelds. Das eine war ja einfach nur in Mega Drive, glaube ich, war es, Genau, einfach nur in Mobil reingestopft. ja. Aber ich weiß auch gerade nicht mehr Ah, den Namen. Es gab tatsächlich Anfang. viele Konkurrenten, aber viele waren einfach wüsste nicht jetzt gut. aber Ich auch sag nur Ja. nicht. sowas wie der Tiger.com oder so, als ihr das kennt. Sehr interessant, übrigens, sehr interessante Geschichte. Aber auch wahrscheinlich eine ganze Folge könnte man drüber aufnehmen. Ähm, Ah, aber ich hab, ja, ich finde auch, die Switch hat auch so das Handheld-Gaming tatsächlich ein bisschen revived. ja, ich meine, klar, der 3DS war erfolgreich, die Vita leider nicht. Ich habe mir damals noch eine Vita gekauft. Ich fand die super cool. Ich fand super schade, dass die sich nicht durchgesetzt hat. Super geiler Bildschirm. Das ist aber Sony Von schuld der gewesen. Leistung, ja, von der Leistung eigentlich top. Gab es halt leider auch wenig Spiele. Aber ja, Nintendo, also mit dem Game Boy, die haben es halt etabliert, würde ich behaupten. Es war auch der richtige Weg, das Ding nicht zu viel Hardware reinzupacken. Schön wäre natürlich ein hintergrundbeleuchteter Bildschirm gewesen, aber es hatte halt auch alles den Vorteil, dass es mit 4 Batterien zu betreiben war und nicht nach einer halben Stunde schon gesagt hat, hier, ich hätte ganz gern neue 4 Batterien. Das war halt ein cooler Mittelweg. Das Ding war stabil, das war für Kinder prima, die das Ding in die Ecke gefeuert haben und ja, das war halt die Nintendo-Qualität.
Das muss man denen lassen. Das kriegen sie auf jeden Fall hin. Den Satz würde ich jetzt tatsächlich auch nehmen, um es überzuleiten. So Nintendo Seed of Quality. Einen Einwurf habe ich noch. Ja. Ich habe es gefunden, das Sega Game Gear. Das meinte ich. Ah. Das war das Mega Drive geschrumpft und ich habe Sonic versucht zu spielen. Damals, ich weiß gar nicht, ein Kollege von meinem Vater hatte das. Das war so stark rangezoomt und du wolltest Sonic spielen und Sonic ist schnell und du brauchtest eigentlich die Figur möglichst klein und viel Bildschirm, damit du siehst, wo du hinläufst. Und das hatte so wenig Hardware, dass sie einfach das ganze Spiel rangezoomt hatten und die Figur hatte ein Drittel im Bildschirm ausgemacht und es war unmöglich zu spielen. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat. Oh. So, jetzt darfst du. Nintendo Sea of Quality. Ich würde hier jetzt mal reinwerfen, Super Mario 64 und The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das sind meiner Meinung nach die Spiele, die bis heute die größten Impact haben. Also meiner persönlichen Meinung nach. Definitiv. Ich glaube, da kann man sehr gut drüber streiten. Ich finde es Nein, aber, kann man nicht. Ja, ich finde schon, auch wenn ich sage, das ist für mich die meisten Impact haben, weil die haben einfach 3D-Spiele definiert. Das muss man mal ganz klar sagen. Anfangs 3D-Spiele, Dennis, du hast es vorhin gesagt, welches Spiel hat das mit dem WSD eingeführt, das weiß ich nicht, aber so wie wir heute 3D-Spiele spielen, was das definiert hat, das waren diese beiden Spiele, weil vorher, da gab es auch zig andere Spiele und es war nie ganz klar, wie man ganz genau navigiert, wie das mit der Kamera funktioniert und sowas. Und die zwei Spiele, die haben da eigentlich den Weg bereitet und auch hier wieder Nintendo Spot on erster Versuch. Wahnsinn. Also wirklich, die haben das probiert und zack, es hat funktioniert. Und vor allem, was da so gut ist, ist gar nicht so nur mal die direkte Kamerasteuerung gewesen. Die war ja durch die C-Stick bei Super Mario 64 oder beim Ocarina of Time war es ja nur mit dem Z-Knopf, dass man nach hinten geht. Finde ich, da war das noch gar nicht so krass. Aber was da so gut funktioniert hat, war die dynamische Kamera. Also, Ja, das Spiel hat perfekt gewusst, wo du hin willst quasi. Und das, was heute, da sind wir wieder bei Dark Souls, manchmal richtig beschissen macht, gerade bei Kämpfen und so weiter. Und du denkst, jetzt bleib doch da drauf, gerade mit Lockern und hast du nicht gesehen. Also ist es heute noch ein Riesen-Hassel manchmal für Spiele, gerade in Third Person, die Kamerasteuerung richtig zu machen. Und es war halt Pionierszeit damals mit PlayStation und N64 die Generation. Wir hatten jetzt alle 3D, aber jeder musste erstmal seinen Weg finden, wie gehen wir da jetzt ran. Und für den Spieler dadurch, 2D war halt in der Hinsicht wesentlich einfacher. Ja. Geiles bisschen. Aber wie du sagst, das hält halt bis heute noch an. Also jetzt das neue Echoes of Wisdom, das ist halt, aber auch alle anderen Spiele irgendwie greifen so auf dieses Design von Legend of Zelda zu und es ist einfach schön zu sehen. Also es definiert halt auch Open-World-Genre, denke ich, ziemlich stark. Ja, auch gerade diese Lock-on-Feature. Ich meine, das hast du heute noch bei Horizon Zero Dawn, wie gesagt, bei den Souls-Spielen. Es war halt auch einfach für Konsole. Ich meine, man könnte auch behaupten, es geht dann weiter in die Eco-Shooter auf Konsole mit den Zielhilfen und so weiter, weil du nun mal nicht die Genauigkeit hast wie mit einer Maus. Aber ich bin nicht sicher, ob Zelda das als erstes hatte mit dem Lock-on, aber daher kennen es halt die meisten. Sie. Und manchmal ist es halt auch so, die Spiele bleiben im Gedächtnis, da wird ihnen vielleicht zu Unrecht das zugeschrieben, auch wenn sie es nicht als erstes hatten. Es war halt das erfolgreichste Spiel mit diesem Feature und daher kennen es jetzt einfach 90% der Leute. Zelda hat tatsächlich Lock-on aber erfunden. Also das war auch eins der krassesten Features damals. Sie haben es ja damals auch, man kann es bis heute wenn du in den Debug-Modus gehst, kannst du einen A-Wing spawnen. Den haben sie damals benutzt, um Lock-on zu testen. Ein A-Wing von Star Fox. Der ist bis heute noch im Spielcode drin, weil sie dieses auch schnelle Bewegen, das wollten sie testen. Und dann haben sie halt einen A-Wing reingecodet, der dich auch, glaube ich, angreift. Da bin ich mir gerade aber nicht mehr sicher, aber der fliegt um dich herum und da kannst du den Lock-on auch ansetzen. Und das ist halt so ein Miniatur-A-Wing, der ist so kleiner als der Kopf von Link. Das war damals
unfassbar. So eine gute Idee, wie gesagt, heute ist, denkt man so, ah ja, natürlich, was soll man denn da sonst machen, ne? Das war damals nicht so. Und ich glaube, was auch dafür spricht, wie gut das alles funktioniert hat, ist, dass du diese Spiele heute ohne Probleme noch spielen kannst. Du kannst sie auch einem neuen Spieler vorsetzen und es ist super intuitiv, es klappt sofort und er versteht diese Designentscheidung, weil diese Designentscheidungen bis heute getragen werden. Und das war halt zeigt super es nachhaltig. eigentlich. Ja. Ja. Das zeigt eigentlich diesen Impact. Und was ich finde auch zeigt, wie gut das funktioniert hat, dass diese Spiele bis heute gespeedrunnt werden und immer wieder verbessert werden, weil die Steuerung auch funktioniert. Also gerade Super Mario 64, das ist ja auch so krass, wie präzise diese Steuerung ist. Das kriegen ja heute teilweise die Spiele immer noch nicht hin, präzise Jump'n'Runs zu machen, und Super Mario 64 auch hier wieder First Try. Also ich weiß nicht, wie Nintendo das damals gemacht hat. Ja, auch der Kniff zum Beispiel, dass Mario einfach einen Schatten unter sich hat. Du hast ja sonst immer das Problem, um Abstände einzuschätzen in 3D-Umgebungen und mit Kamera drehen, und schaffst du das jetzt? Und einfach einen Schatten unter die Figur gelegt, und sobald der Schatten auf der Oberfläche erscheint, dann schafft man den Sprung halt und findet auch den Punkt zum Abspringen wesentlich einfacher. Eine Sache, die bei Tomb Raider schon schwieriger war. Oh ja, Tomb Raider Jump'n'Run war Definitiv, mein Endgegner. Ja. Vor allem, nachdem man Super Mario 64 gespielt hat. Ja, ich war ja erst Sega-Kind und dann auf den PC gewechselt, und tatsächlich, ich glaube, wir haben 99 unseren ersten PC bekommen, und dann habe ich glaube, Tomb Raider 3 war tatsächlich das erste, was ich gespielt habe, und danach den zweiten, und was ich da halt krass fand, die Steuerung war super umständlich am PC. Da musste ich dann später erst feststellen, als ich mal die PlayStation-Version später in den Fingern hatte, dass das wesentlich komfortabler war. Also es war keine hohe Spielgeschwindigkeit, aber es hat einfach Spaß gemacht, dass das Klettern und die Bewegungen, die Animationen waren halt fantastisch. Die Kletteranimationen von Lara zu der Zeit, was ich vorher ich habe in der Folge 0, glaube ich, Flashback erwähnt, was so mit Retroskopie die Figur abgefilmt hat. Und das war jetzt eine 3D-Figur, und die hat sich halt einfach wie in echt bewegt. Also das Rennen, das Schleichen, die Sidesteps, die man machen konnte, das fand ich unglaublich beeindruckend. Und ich glaube, gerade was so Animationstechnik angeht, waren die schon relativ weit vorne. Die Polygonmodelle natürlich nicht, aber das war der Hardware geschuldet. Ja. Was ich bei Tomb Raider immer schade fand, war also auf der Original-Playstation oder allgemein bei der Playstation, was mich immer gestört hat als Nintendo-Kind, die Playstation hatte ja keinen Z-Buffer, und das hat ja immer für dieses Wackeln gesorgt, und Ja, ich in der Textur, konnte ja. nicht so gut Playstation-Spiele spielen. Deswegen, und ich war Z-Buffer von Nintendo 64 gewöhnt. Ja, also ich würde auch behaupten, tatsächlich, der Polycount ist bei der PlayStation meistens höher, aber durch dieses Texturflackern finde ich auch, sind die PlayStation-Spiele tatsächlich schlechter gealtert als die N64-Spiele. Das ist tatsächlich mit diesen Texturen, auch wenn sie beim N64 vielleicht verwaschener sein mögen, aber auch was Clipping und so weiter angeht. Ich habe letztens nochmal Gran Turismo gespielt. Es ist unglaublich, was da die Räder durch die Autos flackern. Ganz, ganz furchtbar. Ja, das kommt auch durch den fehlenden Z-Buffer, weil Ja, halt quasi genau. eine Tiefe nicht genau bestimmt werden kann, mal ganz simpel ausgedrückt. Ja, aber Tomb Raider war auch was Erkundung in Spielen ging, und Rätsel in 3D-Spielen mit Hebelrätseln und dann durch den halben Level laufen, weil die Tür sich wieder geschlossen hat. Es war halt so ein spielbares Indiana Jones, nur halt ohne Lizenz. Ja, die kam später mit Indiana Jones Spielen. Ja. Da gab es ja auch immer die großen Showdowns. Ja. Ich glaube, in einem Jahr kam mal ein Indiana Jones Spiel gleichzeitig. Ich meine, Ich glaube, mit Tomb Raider 4, glaube ich. Ja, und das Indiana Jones hieß Turm zu Babel. Das hieß auf Englisch anders. Ich habe das letztens noch in meine Liste da eingetragen. Das hieß da irgendwie anders, aber da gab es dann den großen Battle, und heute sind wir halt bei Uncharted. Aber ich fand das halt cool. Ich meine, klar, Ballern war drin, aber dieser Mix daraus aus Erkundung, Rätseln und halt Action, das finde ich, hat bis heute auch noch Nachhalt. Ich meine, klar, es war keine Open World, aber dieser Abenteueraspekt quasi.
Genau, so, ich würde Ja. ein Spiel auf jeden Fall noch reinwerfen, weil wir auch die ganze Zeit schon über Shooter gesprochen haben. Wir haben das Spiel vorhin auch schon erwähnt, Doom. Doom Mm, war krass damals, glaube ich. Also erstmal das Spiel selber, dann die Vermarktungsstrategie mit der Shareware, was ja damals auch schon insane war. Ich habe das so nicht mitbekommen. Ich habe mir Erzählungen davon angehört. Dafür bin ich ein bisschen zu jung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Michi was dazu erzählen kann. Ich glaube, du bist ja genau reingefallen in das Alter. Ja, aber Doom habe ich nicht gespielt. Ich habe ich wollte gerade sagen, dann. gerade nicht legal, also so alt bist du noch Nee. nicht. Wollen wir Ich habe wirklich dann davon später. anfangen? Nein, ich habe Tomb Raider auch mit 12 gespielt oder so. Ich habe dann tatsächlich Counter-Strike gespielt, aber da komme ich gleich noch zu. Ja, ich glaube, wir können super von Doom zu Half-Life und Counter-Strike ableiten. Aber genau damals, diese Shareware war ja, dass du gratis die ersten ein, zwei Level, glaube ich, oder so spielen konntest. Die wurden ja auch gratis komplett verteilt und dann, dass man es dann kaufen konnte. Ich meine, wir hatten beim letzten Mal die Diskussion ja auch schon mit, wer hat das gekauft? Irgendwer hat es gekauft. Bei Doom war es auch der Fall. Also das war aber damals aber tatsächlich revolutionär, diese Art und Weise der Vermarktung, dieses, ich sag mal, Demo an sich. Es war ja eine Demo im Mhm. Endeffekt. Ähm, und natürlich einfach der erste richtige First-Person-Shooter, der auch direkt funktioniert hat, der eine Welle von First-Person-Shootern hervorgerufen hat, bis zum geht nicht mehr, die alle Doom quasi kopiert haben, aber fand ich besser als bei Souls-like, meiner Meinung nach. Da kam ja auch sowas wie ja, Star Wars, Dark Forces bei rum, Hexen kam bei rum und Hexen, sowas. ja. Oh, Hexen kenne War ich ja auch damals tatsächlich. richtig geil. Und eins meiner Lieblings-First-Person-Shooter, ein paar Jahre später, Turok. Ja, das haben Mhm. sie, naja, Mhm. komplett geschlachtet heute. Auch das, was neu rauskommt, Oh irgend so ja. ein First-Person, keine Ahnung was Spiel. Aber damals Turok 1, Turok 2, oh mein Gott, auf dem N64 totgesuchtet, was ja auch seine Grandios. Heimat in Doom gefunden hat. Dieses Fast-Paced, du rennst durch einige Level, du hast Secrets, die du finden kannst, die richtig cool sind, wo dir das auch am Ende gesagt wird, wie viel hast du gefunden. Und was natürlich auch geil war, damals ein Level-Editor, die Leute konnten ihre eigenen Levels machen und im Internet schon verteilen. Das war schon krass, was Ja. Doom damals schon Und gemacht hat. ja, ich glaube, die direkte Weiterführung müsste man, glaube ich, Unreal auch nennen. Ja, Gerade was die Spielgeschwindigkeit angeht und so weiter. Und was ich gerade noch sagen wollte, man hatte damals auch den Begriff Ego-Shooter oder First-Person-Shooter noch nicht. Es waren halt alles Doom-Likes, ja. weil noch kein anderer Begriff Mhm. da war. Und ja, auch was bei Doom schon drinne war, was mich gewundert hat, ich habe vorhin noch mal ein paar Videos dazu geguckt, was ich nicht mehr in Erinnerung hatte. Du hattest tatsächlich ein automatisches Hoch- und Runterzielen. Also du Hm. hast dich durch die Bewegung, man hat ja nur quasi links-rechts gesteuert, aber er hat die Waffe angehoben, wenn auf Erhöhung quasi ein Gegner gestanden hat. Ja, dieses richtige nach oben, nach unten kam dann erst mit Unreal. Ja, Das ist genau. so Also diese. es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass man für junge Hörer noch nicht mit der Maus gesteuert hat und noch nicht einen Fadenkreuz frei bewegen konnte, sondern man hat halt gestrafed und sich gedreht, aber halt alles mit der Tastatur. Ich weiß nicht, ob es heute, es gibt bestimmt Remakes, die das nachträglich eingefügt haben, aber ich meine, das originale Doom war auf der Tastatur zu spielen. Ich Oder meine, hat es ging man, auch schon Maus, aber das war halt, weil es gar nur links, rechts, also genau, es gab aber nur die Links-Rechts-Drehung quasi. Mhm. genau. Ja, Ja, und Doom ist, fast. glaube ich, auch eins der meistgeporteten Spiele aller Zeiten. Ja, ich wollte gerade noch fragen, Ja. worauf habt ihr es als erstes gespielt? Auf dem Schwangerschaftstest, Kühlschrank oder? Ja, worauf haben sie es jetzt das letzte Mal geportet? Auf Die irgendein neuen Bakterium Konsolen oder und sowas? PC. Ach, du meinst jetzt die Ja, ja, inoffiziellen, oh Gott. inoffiziell. Auf Bakterien, glaube ich. Genau, Ja. ja. Ja, es ist irre. Also das ist eine Unglaublich. super coole Challenge, Can It Run Doom, und dann Ja, gibt es die unglaublichsten Dinge, was auch einem gut vor Augen hält, was die Hardware mittlerweile kann, wenn wir irgendwie Doom auf einem Schwangerschaftstest spielen können. oder auf Bakterien. Ja, Ja. Schon. Ja, Kill It Run Doom ist auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten. Äh, Und ich glaube, was auch mal kam, war irgendwie so ein Kassenautomat, habe ich auch mal gesehen, war total lustig.
Wie funktional das alles ist eine andere Frage. Aber mit dem Schwangerschaftstest, das habe ich auch gesehen, das ist ja so winzig und ich glaube nur Ja. schwarz-weiß. Taschenrechner Doom finde ich auch immer sehr lustig, was Mhm. dann Mhm. irgendwie auch so ein bisschen rundenbasiert geworden ist. Also das ist ja nicht das richtige Doom, aber einfach Leute, die das gemacht haben, ist schon, ja, also merkt man auch bis heute, es wird bis heute gespielt, Ja. wenn es nur bei solchen Definitiv, ja. Challenges ist. Ja, und Ja, bei weiteren Ego-Shootern, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir zu Half-Life Counter-Strike. genau, noch nicht ganz. Fast-paced Ah, ist ein gutes Stichwort gewesen und der erste Shooter, der WASD tatsächlich hatte. Quake, okay. das Ja, Okay, Quake war das auch wusste ich nicht. fast-paced, ja. wurde populär beim ersten Quake Championship. Da hat er das ein Spieler Hm. ausgiebig genutzt. Und ja, später dann Half-Life, was eigentlich eine Mod für Quake sein sollte. Und Counter-Strike, Okay. was eine Mod für Half-Life sein sollte. Also, Counter-Strike war ja, eine Mod für Half-Life. oder war sogar, ja, stimmt. Ja, habe ich sehr, sehr viel gespielt auf LANs damals. Da habe ich noch meinen Rechner unter den Arm genommen und bin in die Nachbarstadt getingelt. Ja, da haben wir halt dann diese Mod für Half-Life gespielt. Also es hat halt auch den Trend, ich sag mal, so vom E-Sports angefacht, würde ich sagen. Also was man dann in dem Keller oder in der Garage oder so zusammengespielt hat, hat man dann irgendwie weitergetragen. Und ich denke, das hat sehr, sehr viel ausgemacht, auch was E-Sports angeht. Ich würde sagen, Ja, ich auf hatte es jeden auch in die Fall. Liste geschrieben, StarCraft würde ich da nochmal wesentlich höher Oh ja. bewerten. Mhm. Aber Counter-Strike hat, glaube ich, bei den Ego-Shootern nochmal einen massiv Boost gegeben, bis heute, muss man auch sagen. Ich glaube, das ist King of the E-Sport Ego-Shooter-Title. Weil damals ja Quake war sehr stark vertreten, auch auf LANs, Mhm. aber Counter-Strike Ja, hat das schon ziemlich vom Thron geworfen, als es dann kam. ja, Äh, würde ich Ich auch glaube sagen. auch durch die Systemanforderungen einfach, weil Counter-Strike auf jeder Kartoffel lief. Äh, Da war, glaube ich, Quake ein bisschen anspruchsvoller, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch, das ist sehr viele Jahre her. Ich Ja. habe auch in meiner Erinnerung, also so zu meiner Zeit war auch schon eher Counter-Strike als Quake. Ich glaube, Quake war halt noch ein paar Jahre vorher. Mhm. Gefühlt war Counter-Strike für mich immer größer. Ja, aber das kann ich schlecht einschätzen. Da habe ich wenig Berührungspunkte damit. Quake ist halt auch nicht für alle was gewesen. Also genauso wie Unreal Tournament, das sind ja auch sehr schnelle Spiele. Hm. Deswegen denke ich, Ja. dass Counter-Strike da eine größere Masse erreicht hat. War, glaube ich, auch eins der eher taktischeren Spiele. Ich glaube, Ja. in der Zeit gab es Mhm. da nicht so viel, vor allem im Multiplayer nicht. Ich glaube, was zu der Zeit schon gab, war sowas wie Rainbow Six, was im Gegensatz zu heute damals kein E-Sports-Title war, sondern Singleplayer oder Koop, nicht so wie heute. Ja. Aber Ja. ich glaube, dieses taktische Ego-Shooter im Multiplayer ist Counter-Strike definitiv ein Vorreiter. Ich weiß nicht, ob es das die ersten waren, aber sie haben es auf jeden Fall ziemlich durchgeboxt. Was ich ja interessant fand, ist, weil ich auch gerade gesagt habe, Counter-Strike, das ist so, das lief auf jeder Kartoffel. Das ist, glaube ich, auch das Spiel, was am meisten auf Schulcomputern gespielt wurde, mit dem No-Steam-Crack. Ich glaube, den kennen Ja, viele noch. Also, das war bei uns auch noch so. tatsächlich, ja. Das auf dem USB-Stick mit No Steam und dann hat man im Unterricht, wenn man am Computer war, hat man das dann gespielt, dann hat man irgendwie Excel drüber gelegt, hat die Taskleiste ausgeblendet und dann Alt-Tab, wenn der Lehrer kam. Einmal hat uns ein Lehrer aber erwischt, der kam nämlich dann einfach mit auf dem Server, den wir gesetzt haben. Und der hat uns ziemlich weggeklatscht, muss ich sagen. Und wir waren alle Auch verwirrt, wer nicht das war. Und schlecht. dann hat er gesagt, so, ihr habt jetzt genug gespielt, jetzt gehen wir nochmal in den Unterricht. Aber er hat dann am Ende des Schuljahres, also es war in der höheren Berufsfachschule für IT, er hat dann tatsächlich am Ende auch gesagt, hier letzte Stunde vor Ferien, im ersten Jahr war das, jetzt dürft ihr einfach mal spielen, wir haben eh nichts mehr. Fand ich sehr cool. Das ist nicht schlecht, Cooler ja. Typ. Das gab es bei uns leider so nicht. Also wir hatten es mal in Freistunden geschafft, auf dem Rechner laufen zu lassen, aber das war es dann auch. Und
LAN-Partys allgemein. Wie gesagt, das lief halt auch wirklich auf jeder Kartoffel. Ich glaube, das war auch das Coole. Weil wir hatten damals auch, wo wir LAN-Partys gemacht haben, Gott, ich hab noch mal Bock auf eine richtige LAN-Party, um ehrlich zu sein. Jetzt, wo wir gar nicht drüber reden, da kam jeder mit einem Billo-Rechner, der nur irgendwie auf dem Mainboard eine Grafikkarte hatte. Das war ja damals so, auch hier für die jüngeren Zuschauer, da war nicht auf der CPU die integrierte Grafikkarte, die war auf dem Mainboard eine Onboard-Grafikkarte. Und selbst da, ich weiß noch, ich hatte damals auch mein erster Rechner hatte eine Onboard-Grafikkarte, ich glaube mit 4 MB RAM. Den habe ich geschlachtet, dass darauf Operation Flashpoint auf absolut low lief mit 10 FPS. Aber Counter-Strike 1.6, Träumchen. Lief ohne Probleme auf wirklich jeder Hardware. Und das hat, glaube Ja, ich, auch das nochmal ist dazu ein geführt, dass großer einfach jeder Vorteil. spielen konnte. Ja. Ist das, glaube ich, auch gehört zum Standard jeder LAN-Party dazu irgendwie. Und übrigens eine Eigenschaft, die auch das heutige Counter-Strike, finde ich, noch hat. Das läuft auch auf fast jeder Kartoffel. Ja, Muss man wirklich wenn sagen. du einen großen Multiplayer-Shooter anbieten willst, dann ist es auch nicht von der Hand zu weisen, dass sowas wichtig ist. Ich meine, bei Counter-Strike, die sind sich der Sache noch ein bisschen mehr bewusst, glaube ich, als wenn jetzt hier ein Overwatch oder sowas an den Start geht. Aber das ist halt was, das musst du im Kopf haben, ja. Mhm. So, machen wir noch einen? Wenn würde ich sagen, können wir auch machen. Hat noch Michi, jemand, willst du einen picken? Du hast, glaube ich, am wenigsten gepickt heute. Was haben wir denn noch offen? Noch einiges. Also ja, ich hatte jetzt Counter-Strike und Half-Life. Also, wenn jemand von euch noch möchte. Dann Ich würde hätte ich noch was zu tatsächlich. den. Ja, gerne. Also ich hätte jetzt passenderweise Halo reingeworfen, wenn wir vom Computer Ego-Shootern mal auf die Konsolen-Ego-Shooter gehen. Finde ich, ist Halo das einflussreichste Spiel. Ich kann mich Ja. nämlich auch noch erinnern, wie damals Ego-Shooter gespielt worden sind, jetzt vor allem auf dem N64. Wie gesagt, ich war das Nintendo-Kid. James Bond natürlich, GoldenEye und sowas. Mhm. Oder Ja. was viele, glaube ich, gar nicht kennen, aber es war damals so mein Game, was wir viel im Multiplayer gespielt haben, Amorines. Also ich war damals ein sehr großer Ego-Shooter-Fan und Amorines war so ein nischiger, das war quasi Starship Troopers ohne Lizenz, wo man halt so gegen Bugs auf der Erde gekämpft hat und sowas oder Turok und so. Die liefen ja alle nach einem ähnlichen Schema. Du hast halt mit den C-Tasten hast du dich bewegt und mit dem Analogstick hast du dich halt umgeguckt. Und du hattest aber auch die Möglichkeit, stehen zu bleiben und dann gezielt zu schießen. Mhm. Und dann mit den 2 Sticks, das gab es auch schon vor Halo. Das weiß ich, sowas wie Timesplitters fällt mir da ein, was das auch Oh ja. schon gemacht hat auf der PlayStation 2. Aber Halo kam dann, hat das erstens gestreamlined, finde ich. Also hat das sehr, sehr flüssig gemacht. Und es hat halt Konsolen-Online-Spielen, finde ich, wirklich in den Mainstream gebracht, mit Xbox Live damals auch. Und du bist einfach reingejoint. Du hattest ein Headset direkt mit dabei, was ja auch bei der Xbox 360 ein sehr großer Erfolgspunkt für Online-Multiplayer war, dass du Oh ja. direkt ein Headset mit der Mhm. Konsole bekommen hast. Und Halo hat das ja wirklich aufgebaut aus dem Nichts, nicht nur online, auch LANs mit Xbox. Wir haben damals auch Xbox LAN-Partys gemacht, also erst mit der 360, aber es ging auch schon mit der ersten Xbox. Ja, und ich weiß auch, bei der PlayStation 2 musste man damals noch das Modem dazu kaufen und da war halt einfach Xbox schon Vorreiter, Ja. was Multiplayer angeht. Was ich gerade noch sagen wollte, wo du sagtest, GoldenEye, ich glaube, das ist in Deutschland hier so ein bisschen unterm Radar geflogen, weil es indiziert war, habe ich recht? Ich meine, Ja, das und ich wäre- weiß nicht, wo wir unsere Kopie her hatten. Weil wir hatten das damals. Habe ich natürlich auch nicht als Kind gespielt. Natürlich habe ich das als Kind gespielt. Ich glaube, damals war Jugendschutz auch noch nicht so relevant wie heute. Und Ja, ich aber habe ich das habe erst, keine Ahnung, wo wir das her hatten. Vielleicht aus Österreich, Ja. was weiß ich. Nee, ich habe das auch erst später mitbekommen, dass plötzlich viele englischsprachige Podcasts und Medien alle von diesem GoldenEye gesprochen haben und ich dachte, ich habe nie was davon gehört. Also ich meine, ich war zwar nie das riesen Nintendo-Kind aber so auch später und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass das bei uns einfach indiziert war und bei uns gar nicht so eine große Welle hatte und auch nicht so den Einfluss hat. Aber ja, war auf jeden Fall auch
auch wichtig, was diesen Vier-Spieler Splitscreen anging. In Und 10 als FPS oder so. Multiplayer-Shooter. Also in einem kleinen Dörfchen in der Eifel hat man das tatsächlich gespielt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo wir das her hatten, aber ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern. Vor allem auch an diese eine Mission, wo man bei einem Silo oder sowas runterspringen musste und das hat manchmal nicht funktioniert. Du bist einfach gestorben, statt dass Bond die Mission abgeschlossen hat. Aber ja, damals 4 Spieler FPS und ganz ehrlich, ich weiß bis heute spielt man auf einem verdammten 65 Zoll Fernseher und im Splitscreen und fängt schon an, ich sehe ja fast gar nichts. Ey, wir haben Ja. damals auf einem 15 Zoll CRT mit 4 Leuten gespielt. Wie? Ja, ist ja auch bei Also, Mario aber Kart. es war bei Halo Also, auch noch teilweise so. Also da war ja auch große Fernseher noch nicht mit der ersten Xbox. Und da hast du auch, und was natürlich Halo konnte, nicht nur Splitscreen im LAN. Das war damals so geil. Also ich weiß nicht, ob es das erste Halo für die OG Xbox konnte, aber für die 360 später. Ich glaube, Halo 2 oder Halo 3 konnte das. Und das war so cool. Wir haben dann auch LAN-Partys mit der Xbox gemacht. Wir haben dann 3, 4 große Fernseher aufgestellt. Aber auf jedem Fernseher haben 4 Leute gespielt. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, sehr cool. ja, weil du gerade ich hatte, sagtest, für die PlayStation musste man so ein Modem kaufen. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich habe für die Wii damals auch so ein Teil kaufen müssen, damit ich online spielen konnte. Und das war schon ein bisschen umständlich, fand ich. Also da fand ich das mit der Xbox wesentlich besser gelöst. Vor allen Dingen dadurch, dass du einfach connecten konntest und dich mit den Leuten unterhalten. Und das war super. Mhm. Ja. Ja, das war also auf PlayStation auch. Ich habe nie das Online, das Modem und so weiter gehabt, aber das war halt alles wesentlich umständlicher. Das war alles so ein Nachgedanke und bei der Xbox war das halt von vornherein geplant als Online-Konsole und ja, die haben es halt dann einfach dann richtig gemacht und das Konsolen-Online-Gaming quasi an den Start gebracht. Das muss man ihnen zuschreiben. Ja. Und ich finde auch mit der 360 dann perfektioniert, in Anführungszeichen, weil wenn du bedenkst, wie damals Xbox Live zu 360-Zeit dann war, es ist nicht unähnlich zu dem, wie es heute ist. Also es kommt noch mal ein bisschen ein bisschen drum herum war es, ein bisschen Verfeinerung, aber das Basiskonzept für Konsolen, Online-Spiele, finde ich, das stand schon mit der 360. Mit den Freundeslisten, mit Aktivitäten, du kannst direkt reinjoinen in ein Spiel und sowas. Das ging ja schon mit der 360. Mit der OG Xbox glaube ich nicht. Ich habe tatsächlich leider, bin ich erst mit der 360 in Online-Spiele eingestiegen. Aber wenn ich mich richtig erinnere von Erzählungen, bei der OG Xbox war das noch nicht der Fall und mit der 360, das haben sie ja komplett gestreamlined und mein Gott, dass es gut funktioniert. Und das war damals auch ein Grund, warum die 360 mit unter anderem erfolgreicher als die PlayStation 3 war, weil die PlayStation 3 PSN war damals, ich finde bis heute ist es nicht so gut wie Xbox Live, aber es war damals auch, hat bei weitem nicht so gut, nicht so fluffig funktioniert und ja, natürlich, da wurde auch das Bezahlen eingeführt, schon für die OG Xbox mit Xbox Live, aber man hat auch irgendwie was zurückbekommen, nämlich ein Ökosystem, was einfach funktioniert. Ja, ich finde, das wird immer so ein bisschen unterschlagen, weil ich meine, auf dem PC online zu spielen, du brauchst ja auch irgendjemand, der immer einen Server hat und es ist halt auch alles ein bisschen umständlicher gewesen, damals noch mit Serverlisten und sich zu finden, zu kommunizieren, dann brauchte man wieder ein extra Programm wie hier Teamspeak oder sowas und das war halt alles eingebaut und ja, halt für den Casual-Spieler, wenn man es böse ausdrücken will, fertig gemacht als Paket. Ja, und mit Ja, Halo ist auf das jeden Fall auch ein, perfekte ja, und definitiv auch ein Meilenstein, gar kein Spiel an sich, aber trotzdem Meilenstein der Spielgeschichte, sag ich mal. Also ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, tatsächlich ohne Halo hätte das auch nicht so viel Fahrt angenommen. Ich denke mal, das wäre eine zwangsläufige Entwicklung gewesen. Das denke ich schon. Aber ich glaube, dieses Tempo und diese Akzeptanz kam auch einfach durch Halo, weil Halo einfach funktioniert hat. Also Ja. das war das Medium dafür, sonst hätte es, glaube ich, auch nicht so schnell Ja, sich durchgesetzt. und Ja. ähnlich wie heute mit dem Game Pass, du wolltest ja auch Benutzerdaten jetzt weniger, aber du wolltest ja User generieren und brauchtest halt auch irgendein Zugpferd dafür. Ich meine, klar, du kannst Online-Service anbieten, aber was willst du damit machen, wenn du keine gescheiten Spieler hast, auf die sich eine große Masse einigen, um sie zu spielen?
Gut, ich würde sagen, wir haben die Liste noch nicht abgearbeitet. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil. Ich fand das auf jeden Fall sehr cool und auch der Flow, der sich entwickelt hat. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auch nochmal ein bisschen so sich daran zurückzuerinnern, wie war das denn damals? Weil hier nochmal die Erinnerung, damals waren das echt coole neue Erfindungen, die man so noch nicht kannte. Was war denn bei euch so, also gerade die jetzt bei YouTube zugucken, nutzt die Kommentarfunktion, erzählt doch mal, was waren dann für euch so Meilensteine der Spielgeschichte? Stimmt ihr uns zu? Stimmt ihr uns nicht zu? Auch sehr gerne. Gerade meine Aussage mit Zelda vielleicht und Super Mario 64 fechtet sie gerne an. Ich glaube, das ist auch einfach nochmal eine Standpunktfrage. Und bitte, ja, bedenkt, wir hatten nur begrenzt Zeit, unsere Liste ist länger. Wenn nicht das, was ihr euch jetzt erhofft habt, dabei war, vielleicht beim nächsten Mal. Und ansonsten kann ich nur vielen Dank sagen. Vielen Dank auch Dennis und Michi für diese super tolle Unterhaltung. Und Ja, wir hören gerne. uns beim nächsten Mal. Ja, war eine coole Sendung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bis Ciao. dahin.